Ist das die beste Mall in Dubai? Die Dubai Hills Mall? Seid gespannt. Ich bin Sophie von Startup-Hilfe Dubai und lebe seit mittlerweile 12 Jahren in Dubai. Hi, und ich bin Karim, ich habe emiratische Familie, kenne mich bestens mit der Kultur aus und wir helfen deutschsprachigen Menschen bei der Auswanderung, bei der Firmengründung, alles was so wichtig ist. Also, und seid gespannt, was jetzt auf euch zukommt. So, liebe Zuschauer, wir sind gerade an der Dubai Hills Mall. Diese Dubai Hills Mall, die gibt es ungefähr seit 3-4 Jahren, befindet sich in Dubai Hills, so heißt der Bezirk, von JVC, was ja ein mega beliebter Bezirk ist das Ganze ungefähr 8 Minuten entfernt. Und warum wir euch diese Mall jetzt mal zeigen ist, A, sie ist nicht so mega überfüllt, die ist wunderbar und wunderschön aufgeteilt. Ihr habt alle wichtigen Märkte, Supermärkte, Läden, was auch immer ihr braucht, hier zusammengewürfelt. Und deswegen zeigen wir euch die Mall jetzt. So Freunde, wir sind jetzt auch schon in der Dubai Hills Mall. Und was ich mega interessant finde oder was ich lustig finde, ist zum Beispiel hier Deichmann. Wer kennt es nicht aus Deutschland? Und ihr werdet noch einige andere deutsche Firmen sehen. Und ihr seht aber auch jetzt schon, dass es hier überhaupt nicht voll ist. Also gut, wir müssen dazu sagen, wir haben es jetzt Montag, 15 Uhr, nicht irgendwie Main Time, aber trotzdem, ihr werdet jetzt immer mehr sehen, wie schön übersichtlich diese Mall ist, hell und ihr findet hier einfach alles, was ihr braucht. Übrigens, das hier, Insider-Tipp, hier ist immer der beste Treffpunkt. Also wenn ihr in dieser Mall seid, trefft euch am besten immer bei diesem goldenen Hasen. Ich sage komischerweise immer goldener Bär, aber eigentlich ist es ein Hase. So Freunde, wir bewegen uns gerade Richtung Food Court. Ihr habt hier, ich sag mal, eine gesamte Etage nur mit Essen. Ihr habt hier ganz viele verschiedene Restaurants, auch wirklich teilweise echt günstig. All die Sachen, die man halt so kennt international, aber auch wirklich ganz andere Sachen. Ich finde das mega nice. Ihr habt aber auch in der Mall nochmal separate Restaurants, die dann so ein bisschen hochwertiger sind, auch ein bisschen teurer. Aber wer günstig mit der Familie essen gehen will, gerne hier im Food Court. Okay, also hier zum Beispiel auch nochmal ein Supermarkt. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Géant. Géant, danke schön, Sophie, hinter der Kamera gerade. Wirklich groß. Wir gehen jetzt mal nicht rein, aber ihr findet dort alles. Also wirklich von Elektronik, Obst, Gemüse, frische Theke. Die Preise sind ungefähr so zu vergleichen wie in Deutschland bei Edeka. Wir hatten ja mal ein Video gemacht, einer der letzten Videos, über günstig einkaufen, ne? So Viva, das ist hier schon ein bisschen teurer. Und eines wollen wir euch auch noch mal zeigen, wenn wir schon hier sind. Ihr seht die Mitarbeiter in Grün. Ja? Diese Mitarbeiter sind dafür da, um beispielsweise die Tüten zu packen. Ja? Also wirklich die Tüten zu packen. Ihr geht einkaufen, die packen die Tüten ein und wenn ihr wollt, werden die Sachen auch noch zum Auto gebracht. So, per islamischen Brauch ist es eigentlich nicht gestattet zu reden während des Gebetsrufes. Sollte man nicht machen, aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber auch das ist Teil von Dubai. Das heißt, was ihr jetzt gerade hört, ist der Gebetsruf. Und zwar für das sogenannte Nachmittagsgebet. Auch das gehört zur, ich sag mal, One-Stop-Solution in den Malls dazu. Das heißt, wenn ich will, kann ich jetzt beten gehen. Es gibt hier verschiedene Prayer Rooms. Derweil können andere ganz normal weiter shoppen gehen. Ihr habt hier aber auch einen Adventure Park, falls ihr eure Kinder abgeben wollt. Und das macht die Schönheit von Dubai aus. Es ist für jeden offen, tolerant. Ihr seht auch die Leute
Und wir wollen sie jetzt nicht unbedingt direkt zeigen, aber auch die Leute laufen hier nicht verschleiert rum. Aber wenn ich will, gehe ich jetzt in den Gebetsraum und mache mein Gebet. Hallo, Sophie hier vor der Kamera. Und zwar wollte ich mal ganz kurz zeigen, was hier ganz, ganz normal ist in eigentlich allen Malls, auch in der Dubai Mall. Und zwar gibt es nicht nur eine eigene App für die Mall, die man nutzen kann, sondern es gibt auch diese, wenn sie funktionieren, es gibt auch diese Suchmaschinen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, wo ich bin, gebe ich zum Beispiel ein, ich will jetzt zu, keine Ahnung, Faces zum Beispiel, ja. Und dann zeigt es mir hier ganz genau an, wo lang ich laufen soll. Dann soll ich runter und dann zeigt es mir, wie ich weiterlaufen soll, genau dahin. Und diese Maschinen gibt es überall in der Mall verteilt. Das heißt, ihr werdet hier immer euren Shop finden. So, jetzt sind wir gerade hier an diesem großen Treffplatz, dieser Kreuzung angekommen. Und da wollte ich mal ganz kurz sagen, wir haben hier Etisalat und wir haben hier Du. Etisalat und Du sind die beiden größten Anbieter für Handyverträge und allgemeine Mobilfunksachen. So Freunde, Dubai ist natürlich immer für eine Überraschung gut und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir gehen jetzt hier gleich mal kurz rein, aber vorgelagert habt ihr so eine Art Spielehalle, also so für Kinder, Arkaden und so, auch für Erwachsene. Ist kein Spielcasino oder so, um Gottes Willen. Aber halt wirklich so eine Art Spieleparadies. Wir gehen jetzt mal rein und dann zeige ich euch was. So, ich hoffe, man hört mich. Und zwar zeigen wir euch hier The Storm. Und zwar ist dieser Rollercoaster hier im Guinness-Buch der Rekorde für die schnellste vertikale Achterbahn der Welt. Wir befinden uns immer noch in der Mall, Freunde. Und deswegen, auch das ist wieder typisch Dubai. Mega interessant, mega spannend. Ihr findet hier einfach alles. Also für alle Mädels. Das hier, was ihr hier seht, ich mache es ein bisschen versteckter, um die Privatsphäre zu behalten für die Leute, die da reingehen. Aber das ist Fit & Glam, eines der besten und prestigsten Mädchen-Gyms, also Frauen-Only-Gyms in Dubai, hat verschiedene Standorte. Und bei Fit & Glam findet ihr natürlich nicht nur das Gym an sich für Frauen, sondern ihr habt da drin einen gesamten Salon, ein Café. Ihr könnt eure Haare, eure Nägel alles machen lassen, Massagen bekommen und vieles mehr. Und natürlich ganz, ganz viele Classes. Also wer hierher ziehen möchte, Fit & Glam für die Mädels, absolute Empfehlung. Also vielleicht nochmal eine Besonderheit. In Dubai gibt es nicht den klassischen Allgemeinarzt, sondern ihr geht in so Kliniken, wie die Mediklinik beispielsweise. Und diese verweist euch dann an die Spezialisten in-house. So, ein kleiner Tipp, was mit euch passiert, wenn ihr mit uns die Auswanderung macht. Ja. Karim nimmt nämlich immer jeden, der mit uns auswandert, zu seinem Lieblingscafé. Und das zeigen wir natürlich einmal. Karim, bitte. Und zwar Batil. Es gibt einmal Batil als solches und Café Batil als Restaurant. Und bei Batil gibt es meiner Meinung nach die besten Datteln. Das heißt, ich gehe immer mit ganz vielen, die mit uns schon ausgewandert sind, gehen wir da rein und machen immer ein Dattel-Tasting. Es gibt nämlich nicht nur eine Dattel, sondern unglaublich viele Datteln. Und auch das sehen wir als Teil unserer Service, den Leuten diese Kultur auch wirklich nahe zu bringen. So, eine Sache wollen wir euch noch zeigen. Und zwar gehe ich jetzt gleich mal in den Prayer Room rein und zeige euch mal, wie sowas aussieht. Ich werde da jetzt nicht reden, aber dass ihr es mal gesehen habt, hier ist übrigens der Eingang für die Männer und da hinten ist der Eingang für die Frauen. So, ihr seht es hier schon an diesem Zeichen. Das ist quasi das Zeichen für den Prayer Room.
Ja, also ich finde es hier auch immer mega schön, es ist mega hell. Und hier oben in dem Bereich habt ihr eher so High-Fashion-Brands. Ja. Es ist meistens aber auch so in den Malls, auch in der Dubai Mall, da habt ihr die Fashion Avenue. Dann habt ihr hier ja, so ein paar Restaurants, Cafés hier oben. Im unteren Stockwerk, also eins darunter, habt ihr dann eher so Kosmetik, Drogerie, auch nochmal Klamottenläden, aber so diese klassischen Sachen würde ich eher sagen. So, und unser letzter Stopp für diese Mall-Tour ist das Kino, denn wir sind wirklich der Meinung, und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, dass das Kino in der Dubai Hills Mall wirklich das absolut beste Kino ist. Man muss dazu sagen, Kinos in Dubai sind sowieso immer ein hoher Standard. Ja. Aber Dubai Hills macht es nochmal anders. Und ich habe es in Deutschland übrigens immer gehasst, ins Kino zu gehen, weil es immer zu laut war, Leute, die nerven oder so. Ja. Aber hier ist es anders. Ja, hier nerven zwar auch Leute, aber du sitzt so bequem, dass du es eigentlich gar nicht mitbekommst. Also, Abmarsch. So, wir sind jetzt vorm Kino. Man muss dazu sagen, es handelt sich bei dem Kino um Roxy Cinema. Wir haben auch noch Vox, aber für die ultimative Experience wirklich geht zu Roxy. Ihr seht, es zieht sich so lang und das hier ist noch nicht mal der Kinobereich. Wir gehen jetzt mal hoch und dann kommt eigentlich das eigentliche Phänomen an diesem Kino und das zeigen wir euch jetzt. Und eins würde ich noch sagen. Okay, Entschuldigung. Rechts, Susu, wer gut essen will, libanesisch-türkisches Essen, sensationell. Preis-Leistung krass und auch Frühstücksbuffet richtig gut. Und wenn du einmal nach links schwenkst, noch mal ganz kurz, zu Wagamama, da hast du super gutes vietnamesisches, asiatisches Fusion-Essen, auch mega günstig. So, hier haben wir jetzt die Popcorn- und Snacks-Abteilung. Also hier steht man dann an für die Snacks, für die Popcorn. Ihr seht, es gibt total viele Kassen, wo man sich anstellen kann. Aber man hat auch die Option, sich zum Platz etwas hinzubestellen. So, jetzt kommen wir zu den verschiedensten Arten der Kino-Experience. Und jetzt sage ich euch, warum ich Dubai Kino mag. A, ihr könnt euch auswählen, was für ein Erlebnis ihr wollt. Hier hoch, mein persönlicher Geheimtipp, man zahlt relativ viel im Vergleich zu den anderen Platinum. Aber ihr habt oben einen eigenen Bereich für Essen. Dann habt ihr hier nochmal Extreme, bedeutet, ihr habt hier eine unglaublich krasse, kranke Soundanlage. Und zwar so, wenn ihr einen Herzschrittmacher habt, solltet ihr ja nicht drinnen sitzen. So, und jetzt gehen wir mal hoch zu dem Platinum-Bereich und dem nächsten Geheimtipp, Director's Box. Denn ja, das ist das, was eigentlich dieses Kino spezifisch so alleine hinstellt. Nee, allein stellt. Ich muss auch sagen, dieser Platinum-Bereich ist für mich der Grund, warum ich überhaupt noch ins Kino gehe. Ja. Vor allen Dingen in Dubai. Weil Sophia hat es ja schon gesagt, ihr habt eure Ruhe, ihr sitzt mega gemütlich, ihr müsst nicht irgendwo hin, die Leute kommen zu euch zum Bestellen am Platz. Ihr habt hier aber auch noch mal einen Bereich zum Billardspielen und so, wenn ihr wollt. Und das ist Sophies Lieblingsbereich. Also bitte. Hier besonders, wenn hier Pärchen zuschauen, besonders als Date-Idea, hier Date-Idee, Director's Box, Roxy Cinema, es ist super, super cool, super gemütlich, ihr habt zurückstellbare Sitze, bestellt alles zu eurem Platz hin und jetzt schwenken wir mal kurz rüber, das hier ist der Platinum-Bereich, wir können leider nicht rein, aber wir können mal so ein bisschen hinfilmen. Also hier im Platinum-Bereich seht ihr jetzt die Billardtische und hier hinten ist eine Bar, natürlich nicht alkoholisch, aber dafür alle Mocktails dieser Welt. Und ein Piano, falls man das dort hinten sieht. Und hier sitzt man dann und bekommt sogar kostenlose Getränke und ein paar Nüsse, während man auf seinen Film wartet. So, und das ist jetzt wirklich unser letzter Geheimtipp, und zwar Home Center. Home Center, wer was anderes will als Ikea, ihr findet hier mega günstige Einrichtungsmöbel, Betten, Matratzen, egal was ihr braucht. Ihr habt hier irgendwie jedes Mal irgendwelche Special Offers und auch mal fernab von Ikea. Also wirklich mein
Geheimtipp. So, das war's von unserer kleinen, aber feinen Dubai Hills Mall Tour. Wir hoffen natürlich, euch hat dieser Einblick gefallen. Wie immer, wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentarbox rein. Und folgt uns auf Social Media auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, da sind wir auch aktiv. Was noch? Wer plant auszuwandern, eine Firma gründen möchte, ein Bankkonto, kann sich gerne bei uns jetzt hier melden. Ihr findet in der Videobeschreibung den Link zu unserem Expertengespräch. Und ja, wie Sophie schon gesagt hat, folgt uns und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.